Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Doch beginnen wir von vorn. Mein Name ist Flo und ich habe die letzten Jahre das Reisen sehr zu schätzen gelernt. Nach meiner ersten größeren Reise zusammen mit meinem Cousin in Kanada ist nichts mehr wie es war. Nach einem Jahr des Unterwegsseins war ich angefixt. Ich wollte mehr sehen, mehr von dieser unglaublich vielfältigen Welt. Nach weiteren Reisen rund um den Globus begann ich dann doch ein Studium. Der Kompromiss, ein Online-Studium. So konnte ich in einem selbst ausgebauten Campervan wohnen und Reisen und Studieren verbinden. Als es um die Entscheidung ging, wo ich mein Pflichtpraktikum machen könnte, hielt ich plötzlich eine verloren geglaubte Visitenkarte in den Händen. In Indonesien lernte ich in einem Hostel Stefan kennen, dem ein Safari-Unternehmen in Südafrika gehört. Sofort war klar, das ist es. Also feierte ich eine Abschiedsparty, packte meine Sachen und startete voller Vorfreude in ein neues Abenteuer in einen mir völlig unbekannten Kontinent ohne Rückflugticket. Und hier beginnt die Geschichte. So, jetzt hat es endlich geklappt. Ich bin nach 30 Stunden Busfahrt und Hinflug endlich in Kapstadt angekommen. Hier in diesem wunderschönen Haus, wirklich. Ich muss sagen, ich habe da schon Bilder auf Google Maps gesehen, aber es ist wirklich richtig schön. Große Küche, großes Wohnzimmer mit Außenbereich, oben schlafe ich mit Blick aufs Meer. Ist echt richtig heftig, richtig der Hammer. Und ja, hier werde ich die nächsten 2,5 Monate verbringen, denn ich mache hier 2,5 Monate ein Praktikum für eine Safari-Firma und werde aber nebenher gucken, dass ich ein Auto finde in Kapstadt und das eben anmelden, ausstatten, dass es einfach auch reisefertig ist für die Reise nach oben, zurück nach Deutschland. Aber jetzt zeige ich euch mal ganz kurz noch den Ausblick oben. Und da geht's direkt raus. Der Lions Head und da werde ich jeden Morgen surfen gehen, wenn es da gescheite Wellen gibt. Ich bin echt schon richtig gespannt, was mich alles erwarten wird hier in Cape Town und ja, jetzt hole ich mir erstmal den Scooter und dann werde ich mal noch Kapstadt heute anschauen. Oh ja. Mit dem Scooter wird die Gegend erkundet und eine Katze bringt mich am ersten Tag fast um, indem sie sich mir selbstbewusst in den Weg stellt. Beim Ausweichen fahre ich haarscharf am Gegenverkehr vorbei. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Ich unternehme ein paar Wanderungen auf den Lions Head und den Table Mountain. Außerdem checke ich ein paar wunderschöne Strände aus. Mir wurde nicht zu viel versprochen. Es ist unglaublich schön hier.
This is fucking crazy. Im deutschen Sommer losgezogen und im afrikanischen Winter gelandet. Leider ist so auch das Wetter hier. Kalt, nass und windig. Trotzdem liebe ich es schon jetzt hier, denn die Landschaft bietet einfach super viel und auch die Menschen sind bis jetzt sehr freundlich. Die ersten 2 Wochen vergehen wie im Flug und ich sag's ganz ehrlich, es ist einfach wahnsinnig geil, direkt am Meer zu wohnen, auch wenn man hier dem Wetter erst so richtig ausgesetzt ist. Und die Häuser hier in Kapstadt alles andere als gut gedämmt sind. Aber was soll ich sagen? Meckern auf ganz hohem Niveau. Und es gibt hier genug andere Menschen, die in Slums wohnen und nicht mal fließend Wasser haben. Alles eine Frage des Vergleichs. Sorry für die kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Video. Ich möchte nur ganz kurz die Zeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich einfach viele Monate Zeit investiert habe. Die Serie ist zu 100% von mir selber produziert und gefilmt worden. Und wenn euch das Video gefällt oder die Serie, dann lasst bei dem Video doch einfach ein Like da oder einen Kommentar. Ihr wisst ja, wie es läuft für den Algorithmus. Wenn ihr in der Videobeschreibung schaut, dann findet ihr noch weitere Möglichkeiten, wie ihr mich einfach darüber hinaus unterstützen könnt, damit einfach zukünftig weitere größere Projekte auf diesem Kanal einfach ermöglicht werden. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Vielen Dank fürs Schauen, viel Spaß. Boah, ich bin gerade ein bisschen nervös, muss ich sagen. Denn ich werde jetzt gleich zum zweiten Mal zu so einer Garage fahren und ein Auto anschauen und heute mal einen Testdrive machen mit einem Land Cruiser 76 Series. Und ich bin richtig aufgeregt, ob das mein Cruiser sein wird, mit dem ich die komplette Strecke zurück nach Deutschland fahre. Okay, also ich sitze jetzt gerade im Auto, was ich kaufen will, von dem Land Cruiser 76 mit diesem geilen Ausbau. Und ja, ich bin gespannt. Ich mache jetzt gerade Testdrive, fühlt sich alles soweit ganz gut an. Das Auto ist in einem tadellosen Zustand, hat gerade mal 160.000 Kilometer drauf. Und die Motoren laufen ewig. Ein 4.2 Turbodiesel Motor. Und ich hätte so Bock, es ist ein bisschen außerhalb meiner Preisklasse, sage ich mal ganz ehrlich. Das klappt sich dann alles nachher hoch. Und dann kann man einfach hier drin stehen. Also ist schon echt ein geiles Teil. Ich hätte richtig Bock drauf. Ich hoffe nur, dass wir jetzt noch ein bisschen verhandeln können am Preis. Wenn ich nicht gerade nach dem passenden Reiseauto suche und im Praktikum arbeite, versuche ich mich im Surfen direkt vor der Haustür oder lasse meine FPV-Drohne abstürzen. Oh Mann ey, so langsam mehr Hass als Liebe auf FPV-Drohnen. Witzig nur, dass die Nachbarn dachten, ein Tier liegt im Gebüsch. Vorgestern war der kürzeste Tag des Jahres und von jetzt an werden die Tage wieder länger. Der Sommer kommt auf mich zu. Ganz kurzes Update zu dem Auto. Jetzt ist leider so, dass andere Personen schneller waren wie ich mit diesem Auto. Was ich auch noch erfahren habe, Anmeldung von einem Auto hier für einen Foreigner, also für einen Ausländer mit Touristenvisum ist scheinbar fast nicht möglich, soweit ich das jetzt in den Foren gelesen hatte. Darüber hatte ich vorher auch mich gar nicht informiert und nicht schlau gemacht. Boah, ich muss euch ganz kurz den Ausblick zeigen. So heftig. Ich fahre jetzt gerade die Kiste entlang. Ich gehe jetzt heute noch Paragliden. Ich fahre hier gerade schon 2 Kilometer an einem Slum vorbei oder Townships, so wie die hier das Ganze nennen. Und die haben einfach nur so Wellblechdächer, Wellblechhäuser.
Und es ist schon ziemlich krass. Ich wohne in einem besseren Viertel mit extra Security-Eingang, wo 24/7 überwacht ist und so. Bin extrem privilegiert und finde es einfach abnormal, wie viele Menschen hier in South Africa, also hier unten an der Küste zumindest, ich habe ja jetzt noch nicht so viel gesehen davon, aber zumindest hier um Kapstadt rum in solche Townships leben. Und ich würde fast grob schätzen, dass, ja, ich würde mal echt sagen, 60% oder so von allen Menschen, die hier unten leben, wohnen in so Townships, was ziemlich crazy ist. Und ja, also das Leben da drin wird ziemlich hart sein, denke ich mal. Da gibt es wenig Infrastruktur, die haben teilweise kein fließend Wasser, teilweise echt krasse Zustände. Hier sind Häuser einfach überflutet. Und ja, also für mich als Deutscher, Privilegierter, ist es natürlich heftig zu sehen. Also mir wurde auch mehrfach gesagt, dass ich nicht reingehen soll in die Townships als Weißer. Ich würde halt extrem auffallen, ich würde sofort ausgeraubt werden. Und da drin werden leider auch öfter ja, Leute überfallen und auch getötet. Da gibt es öfter mal Schießereien. Deswegen meide ich jetzt erstmal noch den Ort, bis ich erstmal noch mehr hier angekommen bin in Südafrika. Zwischen Autosuche und Praktikum bin ich einfach Tourist, der die Klassiker Kapstadts und der Umgebung sehen möchte. Darunter der Boulders Beach, das Kap der Guten Hoffnung oder der Chapman's Peak Drive, eine in den Fels geschlagene, spektakuläre Küstenstraße, die sich perfekt für einen Sundowner eignet und die man einfach gesehen haben muss. Get this life for free from the Most High. The way we come, we go. One time, make I live my life and do shakara. Make I kick away from me. Men body, they set up for much enjoyment. Men body, they ready for celebration. Waiting they want them go quench. Them go quench. Waiting they want trust them go feel. Them go feel. Boah, ich bin hier gerade am Boulders Beach angekommen. Das ist der bekannte Pinguin Beach, wo eine ganze Kolonie von Pinguinen wohnt. Und das gibt es in der ganzen Welt, glaube ich, nur an 2, 3 Orten, wo man wirklich einfach nur zum Strand gehen kann und die Pinguine so aus der Nähe betrachten kann. Das ist abnormal. Das ist wirklich einer der krassesten Orte, an denen ich je war. Und dazwischen überall diese riesen Felsbrocken am Strand. Und da laufen sie rum. Richtig, richtig schön hier. Und es hat sich richtig gelohnt, heute mal wirklich früh aufzustehen und hier direkt zu sein, wenn die Tore aufmachen. Also es kostet Eintritt, aber das lohnt sich definitiv. Also jeder, der mal in Kapstadt ist, muss hier auf jeden Fall zum Boulders Beach kommen, am besten morgens oder abends, wenn weniger los ist. Und man kann direkt hier am Strand mit den Pinguinen schwimmen, die direkt aus der Nähe sehen. Es ist echt verrückt. Noch nie sowas gesehen. Set up for much enjoyment. Men body, they ready for celebration. Waiting they want to them go quench. Them go quench. Waiting they want to them go feel. Them go feel. Ich stehe jetzt hier gerade am Kap der Guten Hoffnung, am südlichsten Punkt von Afrika. Und ich muss sagen, es ist echt gigantisch schön hier. Wirklich krass. Hier fließt der Indische Ozean auf den Atlantischen Ozean und kommt hier zusammen. Und ja, man, die Trails sind echt krass. Ich kam jetzt vorhin vom Pinguins Beach, habe am Straßenrand dann auf der Fahrt noch Affen gesehen hier. Und hier gibt es überall so ganz verrückte Eidechsen. Ja, ich kann es nicht glauben. In 2 Monaten werde ich einfach von hier aus aufbrechen gen Norden. Und dann ein halbes Jahr wahrscheinlich fast unterwegs sein mit dem Auto, wenn alles gut läuft. Und dann hoffentlich in einem halben Jahr in Deutschland wieder ankommen. So, jetzt geht es erstmal noch bis ganz davor. Ich habe jetzt gerade noch einen Weg gespottet darunter. Und ich habe gerade da unten Haie gesehen. Richtig heftig. Ich finde es immer so crazy, wie wenig weit man eigentlich nur gehen muss an so touristischen Orten. Und man dann plötzlich komplett alleine ist und die Landschaft für sich hat und die Natur.
Die meisten Menschen sind halt echt faul und fahren dann meistens nur mit der Bahn hoch oder wie auch immer. Also ich meine, ich bin jetzt hier gerade mal 10 Minuten gelaufen und ja, bin hier komplett allein. Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht hier sein. Ich bin jetzt gerade über 2 Zäune geklettert. Aber ich meine, was tut man nicht alles, um an der südlichsten Spitze von Afrika zu stehen? Ich muss ganz kurz nochmal mein Gelaber von vorhin revidieren. Es war natürlich nicht der südlichste Punkt von Afrika. Der südlichste Punkt von Afrika ist noch weiter die Küste entlang, aber das ist der westlich südlichste Punkt von Afrika und einfach wunderschön. Wir saßen vorhin einfach nur dran mit den anderen noch, die ich da kennengelernt habe. Die hatten ein Bierchen dabei, dann habe ich da auch noch was bekommen und plötzlich kam einfach ein Wal rausgesprungen und ich dachte so, was geht ab? Absolut verrückt. Richtig, richtig schöne Natur hier. Da unten ein gigantischer Strand. Naja, jetzt geht es erstmal noch zurück auf den Chapman's Peak Drive, der auch noch richtig schön sein soll. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis zum Sonnenuntergang.